Moin, ihr Landratten, mal wieder alles holter die Polter. Eigentlich erwarte ich einen Autotransporter und dann kommt da einfach ein Autotransporter dazwischen. Das kann doch so gar nicht sein, oder? Das kann doch gar nicht sein. Hier haben wir nämlich die, wer ist das denn? Die, Moment mal, wo ist denn der Name? Die Freedom Ace. Da ist sie. Die ist nämlich auf dem Weg nach Antwerpen und ja, hat eine Länge von 199 Metern, eine Breite von 32 Metern. Ja, und hat mich völlig überrascht. Hat mich völlig überrascht, aber eine tolle Möglichkeit, um gleich mal ein neues Feature bei uns hier im Stream auszuprobieren. Und zwar haben wir jetzt so ein kleines Schiffsoverlay unten rechts in der Ecke, wo ich AIS-Daten mit auslesen kann und dann Daten zum Schiff anzeigen kann. Ja, es ist ein bisschen nebelig. Ja, zu dem Overlay erzähle ich euch noch was. Das habe ich nämlich von dem guten Iver, auch ein Streamer, der macht auch Schiffsspotting. Der streamt sehr gerne an der Schelde und ja, der hat das entwickelt, das Skript, und war so freundlich, es mir zur Verfügung zu stellen. Und, ja, muss ich erstmal testen, ob das Ganze gut funktioniert. Wenn der durch ist, haben wir auch ein bisschen Zeit zum Sabbeln und zum Quatschen. Aber ja, ganz interessantes Schiff. Also vielleicht nicht unbedingt eine Schönheit, aber auf jeden Fall interessant. Und bei den abgehenden Schiffen ist es ja immer ein bisschen schwer mit der Abfahrtszeit. Von daher bin ich da komplett überrascht worden. Wo ich eigentlich drauf warte, ist die Grande Colonia. Die müsste irgendwo so in der Gegend Wedel sein. Aber heute ist leider der Weitblick ein klein bisschen eingeschränkt. So, jetzt kommt hier wieder der Dalben. Wie immer. Aber wir haben ja was dagegen. Ich hoffe, das funktioniert. Da haben wir das alternative Bild. Zumindest bis sie hier am Dalben vorbeigefahren ist. Aber ich sag mal, endlich haben wir wieder normales Hamburg-Wetter, oder? Also das ging ja gar nicht, das war ja wirklich schlimm. Die letzten Wochen so viel Sonnenschein, also gestern hatten wir, glaube ich, hier um die 24, 25 Grad. Das war richtig krass irgendwie. Ach, Sebastian Kolz ist auch da. Sehr gut. Ja, Sebastian, ich hatte eben unser neues Overlay schon einmal ausprobiert. Bei Bedarf kannst du es jetzt gerne
ja, weiter testen. Ich glaube, es gibt sogar heute irgendwo in Deutschland 26, 27 Grad, oder? Komm, wer will mich ärgern? Wer will mir erzählen, dass er Sonnenschein und 26 Grad gerade hat? Alter, 28 Grad sehe ich hier bei einigen. Das ist ja schon frech. Ja, wir haben hier auch zwar keinen Regen, aber es ist irgendwie doch so ein bisschen feucht. Wahrscheinlich einfach, weil wir gerade nahe am Taupunkt sind. Ja, und ihr seht, also so richtig wahnsinnig weit gucken kann man nicht. Also schon ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Vollkatastrophe ist heute mit der Sicht, aber ist auch nicht so, dass man schon die Schiffe ganz weit hinten am Horizont sieht, wie das sonst immer der Fall ist. So, jetzt bin ich ein bisschen mehr bei euch. Aber das war ja wirklich jetzt hier holter die Polter mit dem Start. Mensch, hier die Freedom Ace. So, ich bin endlich auch im Chat etwas anwesend. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir hatten ein paar Tage Pause. Am Sonntag und am Montag, da haben wir einfach mal bewusst Pause gemacht. Ganz einfach, ja, weil das halt auch mal sein muss. Und wir dachten uns, den Zuschauern muss man ja auch mal eine kleine Pause gönnen. Wenn man irgendwie jeden Tag live ist, dann nutzt sich das Ganze ja auch ein bisschen ab. Also dachten wir uns, komm,
mal ein bisschen easy machen hier. Ja, und am Dienstag war dann auch gleich gar nichts los im Hafen. Als ich dann mir dachte, Mensch, können wir wieder Gas geben. Da war dann absolut tote Hose. Ja, und gestern war ich im Maricom in Elsfleth und da habe ich einen Sea Survival Kurs gemacht. Also das heißt, ja, richtig Überlebenstraining, also auf hoher See mit Überlebensanzug in Rettungsinsel, reinklettern, gewisse Übungen machen, in Formation schwimmen und das Ganze dann irgendwie in einem Wellenbad mit hoher Welle, mit Wind dazu, dunkel, mit Blitzen und als Höhepunkt dann noch vom Helikopter hochgewincht worden. Also kein echter Helikopter, aber die haben da halt eine Seilwinde und von oben dann auch ein Propeller nochmal, dass man halt auch dieses Downwash hat, also das ganze Wasserspray, was von oben dann quasi runterdrückt. Also das war schon, das war richtig klasse. Also das hat echt Spaß gemacht und ich muss sagen, ja, am Anfang war ich so, ach Mensch, ja, also ich war jetzt nicht so euphorisch, dass ich so dachte, Mensch, da habe ich jetzt so den Riesenbock drauf. Aber hinterher muss ich euch sagen, ey, das war so geil, das war so gut. Und man hat, also nicht nur, dass es Spaß gemacht hat, es hat auch was gebracht. Also solche Dinge einfach mal in kontrollierter Umgebung zu machen. Also alleine schon, was das für eine Aufgabe ist, in so einem Überlebensanzug in eine Rettungsinsel zu klettern. Das ist... Also man fühlt sich echt wie so eine Mischung aus Walross und Teletubby. Also das ist schon echt abgefahren. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch ja gesehen vor ein paar Monaten. Da war ich ja mal im Maricom und da habe ich genau das live gestreamt mit den Auszubildenden. Da konnte man das schon mal sehen. Ja? Und daraufhin haben die beim Maricom gesagt, Mensch, wenn du Lust hast, dann laden wir dich mal ein, dann kannst du das selber mal erleben und selber mal mitmachen. Ja, und das war halt jetzt gestern. Ja, und gestern Abend hatten wir erst überlegt, ob wir noch einen Stream machen. Also das hatten wir vorher überlegt, aber als ich nach Hause kam, war ich dann auch fix und alle. Also da war ich dann so platt. Ja, da ging dann gar nichts mehr. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, heute Ostern geht los, kommen 2 Schiffchen, die Grande Colonia und der MSC kommt dahinter. Da dachte ich mir, Mensch, musst du mal wieder in den Hafen fahren. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen Ödelwetter, also nicht so wirklich geil. Ja, Claudia fragt, ob es ein Foto von mir gibt. Ich hatte auf Instagram eins gepostet. Das Problem war, ich hatte natürlich, es gab verschiedene von diesen Überlebensanzügen. So, die meisten Überlebensanzüge, die haben quasi Handschuhe an so einem Benzel dran. Das heißt, wenn man den Anzug anhat, dann kann man die Handschuhe an- und ausziehen. So, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich so einen Neopren-Überlebensanzug erwischt habe, wo die Handschuhe fest dran waren. Also in dem Moment, wo ich den anhatte, hatte ich halt, da hast du halt so 3-Finger-Handschuhe, auch aus dickem Neopren. Und es war also keine Chance, irgendetwas damit zu machen. Also irgendwie Handy oder so. Und sonst hätte ich natürlich gerne noch mal zwischendurch ein paar weitere Bilder gemacht. Aber es ging irgendwie überhaupt nicht. Ja, schade, schade. Schade, schade, schade. Aber, also, was machen eigentlich die 2 Lotsenboote da? Ist das mal jemandem aufgefallen, dass die da... Ja, vielleicht wird da ein Lotse abgeholt und der gleich woanders hingebracht oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist denen auch einfach langweilig. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr mal die Chance habt, sowas zu machen. Auch die Theorie war sehr spannend. Da geht es dann halt natürlich um so, ja, um ganz viel Sicherheit, aber bis hin auch zu Überlebensstrategien. Eigentlich müsste sowas Pflicht sein für jeden, der an Bord vom Schiff geht. Aber ich fürchte, wenn man sowas einführt als Pflicht für alle Kreuzfahrtgäste, dann, ich glaube, da würde man die ganze Branche in kürzester Zeit zum Erliegen bringen. So, jetzt schauen wir noch mal, was hier eigentlich los ist. Ihr seid ja schon wieder krass. Der Kai Hempel,
Er ist mit dem Prime Sub dabei auf Twitch. Dankeschön. Robert Kröber. Robert, mein Lieber. 5 Mitgliedschaften auf YouTube verschenkt. Hansi, 2,49. Nochmal 2,49 vom Seehund. Michael, 1987, ist im 7. Monat mit dem Sub auf Twitch dabei. Dann haben wir Annette Wasner mit 2 Euro Superchat. Rea ist auch wieder dabei. Unsere Strickliesel auf Twitch mit 200 Bits. Ja, hier kommt die Finkenwerder. Also lichtmäßig ist dieser Nebel ja manchmal doch irgendwie ganz schick, muss ich sagen. Kai 1972 ist im 8. Monat dabei mit seinem Prime Sub. Dann der Erhard 2,49 für einen heißen Tee. Ja, danke, danke. Also Temperatur geht in der Tat noch. Ist nicht ganz so schlimm. Ich muss mal kurz Kamera hier wegdrehen. Aber es ist halt so ein bisschen ungemütlich. Mike ist übrigens seit 18 Monaten dabei. Anna 70, 200 Bits. Der Hessenblitz, 8 Monate, blanke Nese. Der meldet auch Schiedwetter bei 13 Grad. Naja, kannst auch ein bisschen Schiffchen gucken. Ich stelle mich für euch hier in die Suppe. Flussmöwe, 3,50 Euro. Frankfurt, auch 11 Grad. Ja, ich glaube, das ist so eher der Osten. Ne? Haben auch einige von euch eben gemeldet. Also im Osten ist das Wetter deutlich besser. Svenny, 5 verschenkte Mitgliedschaften. Svenny, ganz, ganz dickes Dankeschön. Und der Postbüdel, 23 Monate. Wow, der macht ja bald mal 2 Jahre voll. Marcel, 19 Monate auf dem Fischmarkt. Vielen, vielen Dank. Sonnige Grüße aus Berlin. Ja, Berlin, ja auch eher Osten, sieht aktuell ganz gut aus. Ich danke euch vielmals, ihr Lieben. Ja, wenn jetzt die Fähre kommt, kann ich natürlich auch mal rüberschwenken und euch mal das Trauerspiel da hinten in Richtung Hamburg zeigen. Also ihr seht nichts. Sieht auch nicht viel besser aus da hinten. Ich lese gerade den Wunsch wieder etwas Musik, wenn das Boot, das Lotsenboot kommt. Ja, das kann ich machen. Ein Raid, wir werden überfallen vom Eheberger mit 39 Leuten. Moin, ihr Lieben, schön, dass ihr an Bord seid. Ja, da hinten verschwindet die Freedom Ace im dunstigen Nebel. Und kann das sein, dass wir da links schon... Kommt da schon die Grande Colonia? Ich glaube, also zumindest sehe ich da ein Schiff, das könnte schon die Grande Colonia sein. Oder war da noch irgendwas davor? Das wäre ja vom Timing gar nicht so verkehrt.
Morgen soll es auch ein bisschen ekelig werden hier in Hamburg. Karfreitag. Samstag dann etwas besser. Ja, schauen wir mal, was das Osterwochenende so bringt hier in Hamburg. Sieht so ein bisschen so aus, oder? Als wenn das die Grande Colonia ist. Oh, da hinten Fährenballett. Richtig Fährenballett. Ja, Samstag ist wieder AIDA-Time. Da ist wieder AIDA Nova da und AIDA Sol. Singapore Express ist auch gerade im Hafen. Soll angeblich auch Samstag rausgehen, wobei das ja bei Hapag-Lloyd immer alles so ein bisschen, sagen wir mal, flexibel ist. Dann kommt die Silver Dawn über Ostern. Die kommt über Nacht, kommt Ostersonntag morgens rein und geht morgens wieder raus. Sollte ja eigentlich das erste Schiff am neuen Cruise Gate in der Hafen City sein, aber die geht wohl nach Altona. Ja, Jannik, richtig. Morgen soll die Meteor in Papenburg ausgedockt werden und ich glaube, das Disney-Schiff soll in Wismar ausgedockt werden, auch morgen oder übermorgen. Aber ja, Wismar ist leider standorttechnisch ganz schwierig. Ich habe sogar heute im Radio gehört, dass sie da ganz viel abgesperrt haben im alten Hafen in Wismar, weil sie Angst haben, dass da zu viele Leute kommen und dadurch die Sicht dann halt. Also es gibt da eigentlich kaum oder ganz schwer nur Standorte mit wirklich guter Sicht in Wismar. Also deshalb probiere ich das gar nicht erst dahin zu fahren. Schade eigentlich. Hätte ich mir gerne angeguckt, aber ich fürchte, das wird nichts. Ich glaube aber, der NDR macht eventuell einen Livestream. Die haben da natürlich andere Möglichkeiten und natürlich auch andere Zugänge. Ne? Wenn die da einfach anfragen, dann stehen denen natürlich Türen und Tore offen. Da kommt doch unser A380 in Miniaturform. NDR ist ein öffentlich-rechtlicher Sender hier bei uns im Norden, eigentlich sehr bekannt, lieber Stefan. Norddeutscher Rundfunk. So, sind die hier alle auf der Expressroute unterwegs. Ich glaube, die Hamburgense, die brettert hier auch vorbei, ohne Zwischenstopp. Jawohl, moin.
Und da mit Full Speed der A380. Oh Mann, naja, ein bisschen was erkennen wir. Aber hey, das Gute ist, es wird besser, je näher das Schiff kommt. Marcel ist seit 19 Monaten dabei. Dann Chrissy lässt 2 Euro Superchat da. Petra ist mit 5 Euro dabei per PayPal. Und Chase verschenkt eine Mitgliedschaft. Ganz, ganz dickes Dankeschön an euch. Ruth ist jetzt auf dem Fischmarkt. Dann haben wir den Detlef. 14 Monate feiert er. Und sagt schon so lang und als Rentner fast nichts verpasst. Ja. Chipspotter Paul, 17 Monate. Bahnfilmer Andi lässt nochmal 5 Euro Superchat da und sagt Grüße von der Schienenfront. Hier wird gerade eine Baustelle nach der anderen aufgemacht. Ja, ach du, Thema Baustellen. Haben wir jetzt in Hamburg auch so ein paar. Also falls jemand noch eine Baustelle braucht. Und Ostern ist natürlich auch phänomenal für Verkehrschaos. Gunnar ist mit 2,17 Euro dabei. Schreibt Moin in die Runde, hallo Paddy und Team. Ich genieße und feiere die Streams. Was für sympathische Menschen um uns herum. Zum Beispiel Ben und Captain Chipstar. Ja, ich alleine könnte das nicht wuppen. Ich brauche immer ein paar um mich herum. Ich bin auch, oder wir, Tanja und ich, sind natürlich super, super froh, dass wir so viele Helfer haben, die uns mit allem Möglichen zur Seite stehen. Und seit 18 Monaten dabei ist der Ralf. Schreibt auch vielen Dank für die tollen Streams. Long story short, allen ein schönes Wochenende und Osterfeiertage. Angerbengel, 5 Euro. Herzlichen Dank auch an dich. Wünsche allen Hamburg Hafen Live-Fans und Freunden sowie Paddy und Tanja und dem gesamten Team ein schönes Osterwochenende. Dann ist Mike nochmal mit 2,49 dabei. Wünscht sich den Mr. Ochoa. Ja, den können wir gleich mal wieder raushauen. Und Oldie 1970 im 7. Monat mit dem Prime Sub. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ja, da haben wir die Grande Colonia und ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, ich muss mal gerade unseren Moderator Sebastian fragen, ob er denn schon das neue Overlay mal getestet hat. Ich kriege ja leider nicht irgendwie einen Hinweis oder so, sobald das eingeblendet wird. Aber Sebastian, teste das mal ruhig so ein bisschen und hau ruhig mal raus. Wir haben nämlich jetzt unten rechts eine Anzeige mit AIS-Daten, grundlegenden AIS-Daten von den Schiffen, die gerade durchs Bild fahren. Und da gehen auf jeden Fall Credits und ein ganz, ganz fettes Dankeschön an den Iver raus. Der Iver, auch ein Chipspotter an der Schelde, der hat das Skript gebastelt und war so cool und freundlich, es mir zur Verfügung zu stellen. Hat ein bisschen gedauert, bis es endlich lief. Aber ja, ich glaube, jetzt funktioniert das ganz gut. Wir müssen uns da natürlich so ein bisschen eingrooven. Denn das Ganze läuft nicht vollautomatisch, sondern muss immer von einem Moderator bedient werden. Und mit Sebastian probiere ich das heute das erste Mal aus. Also Sebastian, du kannst ruhig ein bisschen testen. Ist auch nicht so schlimm, wenn du da ein paar Mal zu viel das Ding reinhaust. Einfach mal ausprobieren und dann muss ich das Ganze ein bisschen eingrooven. Aber ich glaube, von dem Iva haben wir auch ein paar Credits. Ich muss mal gucken, ob ich den Befehl gleich mal finde. Da könnt ihr nämlich, wenn ihr Bock habt, auch mal schauen.
Detlef meint, dafür gehen andere Einblendungen jetzt nicht. Detlef, welche Einblendungen gehen denn nicht? Sag mir das doch mal. Dann schaue ich da mal, ob ich da was machen kann. Nee, also das ist echt Nebel, aber die Linse kann in der Tat auch feucht sein, Alasia. Ich muss da gleich mal drüber putzen. Uhrzeit und Gradangabe ist weg, sagt Julia. Hä? Die ist doch oben links. Julia. Aber ich habe die letzten Tage wieder so viel am System gebastelt, dass ich nicht ausschließen will, dass da irgendwas wieder mal kaputt ist, was ich gemacht habe. Also kaputt machen bin ich übrigens Experte drin. Ach, bei verschenkten Mitgliedschaften wird nichts eingeblendet, okay. Ja, ich sehe. Okay, wartet mal kurz. Woran könnte das denn liegen? In der Tat, die Einblendungen für die Spenden funktionieren nicht. Oh, da geht im Hintergrund gerade auch noch ein Flieger runter. Was ist denn da wieder kaputt? Okay. Oh, das ist in der Tat, ja, das ist jetzt wirklich kaputt. Das ist auch nicht nur ausgeblendet. Das tut mir leid, da habe ich wohl wirklich was kaputt gemacht. Bei dem Overlay mit Spenden und so weiter. Wow, die ist aber flott unterwegs, die Grande Colonia. Echt flott. Die haben es aber echt eilig.
Die sind locker eine Stunde zu früh. Das Schiff war mal irgendwie angekündigt für 19 Uhr fest. Ich kriege das leider mit den Einblendungen jetzt auf die Schnelle nicht repariert. Ich glaube, da können wir aber mit leben, oder? Hoffe ich mal. Meine Güte, ist das eine Suppe. Ist das eine Suppe. Also Sebastian sagt, bei Twitch gehen die Einblendungen, okay. Peter B. Ein Jahr. Oh, Grüße aus Brandenburg bei 27 Grad. Mann, oh Mann. Peter, schäm dich, das hier zu schreiben. Bin neidisch. Klappkarsen lässt einen Prime-Sub da. Dankeschön. Und Onkel Jupp ist seit 15 Monaten dabei. Natalie, 5 Euro Superchat. Auf dem Crosstrainer und dann Hamburg Hafen Live auf dem TV gestreamt. Da macht der Sport doppelt Spaß. Oh, Natalie, jetzt machst du mir aber ein schlechtes Gewissen. Obwohl gestern im Schwimmbad habe ich auch mal ein bisschen Sport gemacht. Da war ich in der Tat hinterher gut kaputt. Andreas Westphal, 5 Euro Superchat. Herzlichen Dank, mein Lieber. Dann Gabi, auch 5 Euro Superchat. Ja, hat auch nur 9 Grad und leichten Regen. Dann ist die Bande aus Wasserburg da, 2 Euro Superchat. Und Sebastian Kolze lässt 100 Bits da. Ja, die hat er zum Test für die Einblendung auf Twitch. Also scheint nur YouTube betroffen zu sein. Was auch immer da los ist. Und der Kölner Kai verlängert auf Blankenese. Dankeschön, ihr Lieben. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Ja, es ist natürlich jetzt so ein bisschen schade. Oh, ich glaube, ich habe ins Horn gesabbelt. Ich wollte sagen, es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht den Weitblick nach Hamburg rein haben. Normalerweise könnte man da so wunderbar diesen Autotransporter hinten um die Ecke fahren sehen. Aber das soll heute nicht sein.
Ja, dann haben wir gleich noch, wie gesagt, eine MSC. Und ich glaube, das war es dann auch schon für heute. Ruth sagt, jetzt sieht man die verschenkte Mitgliedschaft. Ich glaube nicht, oder? Ah, wartet mal, vielleicht. Ich teste mal was. Gucken. Jetzt gehen die Einblendungen wieder, oder? Ich glaube, jetzt gehen sie, ne? Ja, nichts mehr machen. Nicht mehr anfassen. Ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Oh Gott, was für eine Suppe da hinten. Leute, Leute. Was für eine Suppe. Ja. Also wer jetzt Nebel sieht, bei dem ist alles in Ordnung. Okay. Ja. Ich kann euch nicht mal sagen, was ich gemacht habe, dass es jetzt wieder läuft. Hydrodrive hatte noch die Frage, ob die Preziosa wieder da ist. Die war doch in der Werft. Ja, ich glaube, die war letztes Wochenende schon wieder da. Kommt jetzt Sonntag auch wieder. Also Preziosa wieder mit im Game. Ja, machen wir einen Teststream draus. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Ja, und jetzt, wie gesagt, es wird halt alles hier so leicht feucht. Ach, guck mal, da hinten sehe ich sogar die Louisiana Star. Mann, was machen die denn für eine schöne Nebeltour? Guck mal, da hinten, da kommt doch noch was aus dem Nebel, oder? Ist auch ein schöner Test für einen Autofokus. Da kommt noch was aus dem Nebel.
Detlef Eggert hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Detlef, vielen, vielen Dank. Dann der Christoph ist seit 14 Monaten dabei. Lars Bach seit 6 Monaten. Und moin Paddy, schön einen Stream zu sehen. Ja, ist ja ganz witzig. Also 2 Tage nicht streamen geht ja, aber am 3. Tag, wow. Mann, oh Mann, oh Mann, er war wieder hier flott angelegt. Aber am 3. Tag, da kommen dann schon die ersten Nachfragen, ob denn alles in Ordnung ist bei uns. Dijo verschenkt auch eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Und dann Lisa, 249. Und Lisas Papa hat Geburtstag. Dafür gibt es natürlich das Geburtstagshorn. Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben. Moin, hallo. Na? Na? Wir haben dich vorhin bei YouTube gesehen. Ja, und jetzt seht ihr mich hier live und in Farbe. Ja, genau so. Hey, wir haben gedacht, komm mal vorbei, guck mal, was er macht. Ja, aber ist doch cool. Wo kommt ihr her? Seid ihr zu Besuch in Hamburg? Aus dem Ruhrgebiet. Wo denn da genau? Bottrop. Bottrop. Und jetzt Osterurlaub oder? Ja, Alle Osterurlaub, so ein Ja. scheiß Wetter. genau. Ja, also ich sag mal, ist normal für Ja, ist Hamburg, normal, ne? aber es war die ganze Zeit schön, ne? Ja, das war nicht normal. so auf Das die schöne Wetter war Sonnenuntergänge. nicht normal. Die Sonnenuntergänge gefreut und ja, vom Also Sehen Sonnenuntergänge sind für dieses Jahr her- aufgebraucht. Ja, wahrscheinlich. Die gibt es in alle Hamburg nicht mehr. einkassiert, Die haben wir alle durchgespielt. Da gibt es keine mehr. Ja, Mensch. Das ist gerade eine Grimaldi rein, ne? Bitte? Die Grimaldi ist Genau, die ist rein. gerade rein. Kommt Grande noch was? Colonia. Ja, es kommt gleich noch von MSC was. Irgendwo da hinten im Nebel steckt das. Aber es ist schlimmer geworden, ne? Heute Mittag war es mal nicht so. Ja, vor allem ist es auch so klamm irgendwie, ne? So ein bisschen. Ja, da haben wir die Dakota und die Cape Water direkt dahinter. Dakota auch ein schönes Schiff mit den eigenen Ladekranen. 138 Meter lang, 21 Meter breit. Baujahr 2008. Fährt unter der Flagge von Liberia. Und dahinter direkt haben wir die Cape Water. Kleiner Tanker mit 100 Meter Länge und 16 Meter Breite, Baujahr 2009 auf dem Weg nach Antwerpen. Aber wir sind gut gefahren. Wir haben 3 Stunden. Ja, wir hatten Ja. Kiel ist angeblich klare Sicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also
Es ist ganz komisch. Also in Hamburg scheint es nur Sonne oder Nebel zu geben, aber dazwischen ist nicht so wahnsinnig viel dieses Jahr. Also so viele Nebeltage, wie wir schon hatten, dafür hatten wir irgendwie keine großartige Sturmflut. Also nur so ein, zwei so Mini-Sturmfluten. Ja, und da mal rüberschwenken, da ist auch schon ein Schlepper. Könnte sein, dass der unterwegs ist zur MSC. Bitte? Das war ein bisschen neugierig. So, da kommt dann auch die Nummer 2, VW Perfect. Aber wenn ich da hinten mal so hingucke, wirklich viel zu sehen ist von der MSC noch nicht. Dann würde ich sagen, lassen wir doch den Blick hier mal auf der Dakota. Finde ich ganz schön. Ach, Joachim hatte gestern Geburtstag. Joachim, dann natürlich mal nachträglich herzlichen Glückwunsch. Hansi schickt ein paar Scheibenwischer, 2,49 €, Dankeschön. Und der Kai verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Außerdem haben wir Laura, die jetzt auf dem Fischmarkt dabei ist. Herzlich willkommen. Und Jürgen seit 15 Monaten. Xeonpix, 8 Monate auf Twitch dabei. Danke, danke. Und, ach, die Lisa, die hatte ich schon. Vielen Dank, ihr Lieben, für die Unterstützung. Ist gemütlich, ne? Ja, Ist gemütlich, oder? bin die mit den verwirrenden Informationen zu euch vor. Ach, du hast die geschickt. Ich hab die geschickt, Okay. Ja, ich wollte nur mal kurz gucken. Ja, aber ist doch cool. Das ist toll, ja, echt. Aber da hinten kann man noch nichts sehen, ne? Aber da kommt noch irgendwas anderes. Müssen wir mal schauen, was das noch so ist. Irgendwas sehe ich da. Das ist zwar noch nichts MSC, aber zumindest ist es schon mal keine Fähre. Ach, EBA 2 kommt da. EBA 2. Kreuzfahrern ist auch nicht so. Nee, heute nicht. Samstag kommen die wieder AIDA, dann kommt Sonntag Preziosa und Silverdorn. Silverdorn sollte ja die erste sein in der Hafen City, aber das wird leider auch nichts. In einem deiner vielen Videos hast du mal ein Fischrestaurant empfohlen. Ich habe leider vergessen, wie es hieß. In der Nähe vom Fischmarkt. Nee, das war bestimmt Tanja, die empfiehlt immer gerne das Fischereihafen-Restaurant. Das ist Kowalke. Das ist gegenüber vom Dockland da. Ja, das ist ja schön oldschool und sehr, sehr lecker. Lust auf Italien. Da in der Nähe ist auch Lust auf Italien, genau. Ja. Ja, aber cool, dass ihr
dann noch unseren Empfehlungen folgt. Bestellt den bei Lust auf Italien einen schönen Gruß. Ich hab leider vergessen, wie es hieß. Ja, wir haben so viel gelernt durch euch. Das ist irre. Das sind diese ominösen Wellen, die hier immer um sich schlagen. RBA 2 hat aber auch einen Zahn drauf, oder? Sag mal. Aus der Nähe von Marburg. Ihr seid heute. Wir sind heute gekommen, ja. 3 Stunden. Susanne fragt, ob ich zur TwitchCon fahre. Nee, Susanne, TwitchCon. Ich glaube, das ist nicht so ganz meine Veranstaltung. Robert Kröber schickt nochmal 5 Euro Superchat und wünscht schöne Feiertage. Robert, das wünschen wir dir auch. Und Dirk seit 15 Monaten dabei und hat auch die Frechheit, vom Havelstrand Sonne und 26 Grad zu melden. Schäm dich. Schäm dich. Guck mal, jetzt hat er ja doch eine Drohne dabei. Ja, da arbeitet die Team auch hier. Fliegst du die jetzt selber? Oder? Bitte? Die Drohne fliege ich selber, ja. Aber noch die Richtung reinzoomen, ne? Nee, die kommt ja erst Ende April raus. Anfangs hast du ja gar nicht Drohne geflogen, nur gefilmt, ne? Jetzt die letzten paar Videos, meine ich, hab ich nicht ganz gesehen. So, da geht die Dakota raus und ja, was machen denn die Jungs von Boluda Towage da hinten? Kann man da schon mal sehen, was MSC sein könnte? Auch nicht so richtig, oder? Aber die, wie hieß sie? Cape irgendwas. Die kommt gleich nochmal von rechts. War es Cape Water? Irgendwie so, ne? Nein, es ist kein Nebel in Hamburg. Kein Nebel. Ach komm, ihr mögt das doch. Ihr habt das doch alles nicht geglaubt. Weißt du, die letzten Streams, ne, da muss ich mir immer anhören. Das ist doch alles KI. Das seid ihr doch gar nicht. Das ist doch alles gar nicht echt. Ja, und jetzt habt ihr wieder das echte Hamburg hier. Auch nicht richtig. Was du machst, ist verkehrt. Kann doch gar nicht. Cape Water, da ist sie. Also ich glaube, wir sehen die MSC gleich aber mal.
Oh, sind wir schon wieder geradet worden? Wer ist denn? Wer hat uns denn überfallen? Unicorn mit 11 People rüber geradet. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Und dann sehe ich noch 5 Euro von Bin ich jetzt im Fernsehen? Schön, dich mal in echt und in Farbe zu sehen. Wer ist denn das von euch? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ach, ihr seid das. Ah. Ja. Geld kommt vom Vater, aber das ist der Fan. Ich gucke gleich mal, ob ich auch noch ein paar Schlüsselanhänger habe. Jetzt kommt erstmal eine Fähre. Oh, Bauer Josch, die sind in der Tat heute alle relativ flott unterwegs. Also ist nichts mit, probier's mal mit Gemütlichkeit. Guck mal, ich habe leider nur noch eine Landratte. Egal, danke. Bitteschön. So, jetzt sollten wir gleich auch die MSC sehen. Der Nebel wird aber auch dichter. Leute, Mann, also gemütlich ist das heute nicht. Ja, Blue Pro, habe ich alles schon gesehen, was die neue Drohne angeht. Ja, tschüss, danke, dass ihr hier wart. Viel Spaß noch in Hamburg. Ja, mach gut, ne? Geht ins warme, trockene. Ihr könnt ja weiter auf dem Handy gucken. Fahrt ein bisschen Fähre dabei. Aber ich glaube, die zweite Kamera muss ich auch gleich mal putzen. Boah. Krasser Schiedwetterfilter. Ach so, ich stehe heute wieder am Bubendei-Ufer, weil hier gerade die Frage reinkommt. Das Nebel-Overlay ist es, ja, ganz genau. Das Nebel-Overlay. Renate ist seit 13 Monaten dabei. Dankeschön. Und Claudia B. seit 2 Monaten. Außerdem Peter der Rentner, 4 Monate auf Twitch. Peter, Dankeschön vielmals. Keks feiert 10-monatiges. Und dann haben wir Renate seit 13 Monaten und Detlef jetzt auch wieder auf der Speicherstadt dabei. Herzlichen Dank, ihr Lieben.
Aber es sieht irgendwie doch mystisch aus. Das müsste die MSC sein links. Also ein bisschen Verkehr haben wir hier ja doch. Da sehen wir jetzt auch die beiden Schlepper. Habt ihr wahrscheinlich schon lange entdeckt. Die MSC Loretta ist das. Kurz noch mal gucken. Wahrscheinlich hatte Sebastian schon längst die Daten eingeblendet, aber ich sehe das immer gar nicht, wenn er hier das Overlay abfeuert. Da muss ich mir auch mal irgendwie muss ich das mal in meinen Blickwinkel holen. Also auf jeden Fall haben wir hier 304 Meter Länge, 40 Meter Breite. Dann, ja, Baujahr 2002 ist das gute Stück und sie fährt unter der Flagge von Panama, hat eine Kapazität von 6.730 Toy, wurde in Korea gebaut, kommt jetzt gerade aus England, war davor Valencia und Israel war sie, glaube ich, auch, wenn ich das richtig sehe, in Haifa. Ja, wieso es keine Nebelhörner gibt, kann ich auch nicht sagen. Aber ich meine, nüchtern betrachtet ist die Sicht immer noch gut genug. Ne? Also ich denke mal, von hier bis zu der MSC Loretta ist das locker noch ein Kilometer. So gesehen, ja, ist es zwar Scheißwetter und nebelig, aber ich glaube, wenn wir jetzt einfach Sicht in Entfernung messen, ihr könnt ja mal gucken, vielleicht hat ja jemand mal Lust, das zu überschlagen auf der Karte, wie weit die Loretta jetzt entfernt ist. Aber ich würde sagen, 1 Kilometer hat die noch. Schwester Hansen ist da. Ja, Jens schreibt, die haben auch Radar, was es natürlich auch gibt, was ganz interessant ist. Wenn die Sicht schlechter wird, dann ist nicht nur der Lotse an Bord, sondern dann gibt es halt teilweise auch Radarberatung. Das heißt, da sitzt dann jemand wirklich im Kämmerlein. Ich glaube sogar, die sitzen in der nautischen Zentrale, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher gerade. Und die schauen dann aufs Radar und geben dann zusätzlich zu dem Lotsen noch Informationen zum Radar raus, nennt sich dann Radarberatung. 1,5 Kilometer circa hat der Bauer Josch nachgemessen. Ich danke dir. Unheimlich schwer, die Entfernung zu schätzen, finde ich. Auch gerade gemessen. Ja. Aber so gesehen ist die Sicht immer noch gar nicht so schlimm. Ja, für sieht es komisch aus, ne? Aber für die zum Fahren reicht es dann. Es reicht auf jeden Fall nicht, um hier wild hupend mit Nebelhorn reinzukommen. Schade eigentlich. Schade, schade. Ach, 1,5 Seemeilen meint der Bauer Josch. Okay, nicht Kilometer. Da ist natürlich ein bisschen mehr dann. Circa 2,8 Kilometer. Hi Excelma, 5 Euro Superchat und ein Dankeschön für 3 Schleppi-Schlüsselanhänger und die Grußkarte. Ja, die ganzen Karten sind das Werk von Tanja, die wirklich, ich kann mich nur immer wiederholen, sie schreibt wirklich für jede Bestellung eine Karte von Hand dabei. Eine handgeschriebene Karte bei
jeder Bestellung. Wookie ist da, 10 Monate auf dem Fischmarkt und schickt nochmal einen nachträglichen Happy Birthday an Schwester Hansen. Haben wir auch ordentlich gefeiert letzte Woche. Ja, da kommt auf jeden Fall die MSC Loretta. Mit dem Schleppi davor. Ich muss aber mal kurz Linse putzen. An der großen Kamera. Hat aber auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. So, jetzt die Kurve. Oh, das ist jetzt aber auch so komisch feucht. Auch nicht so wirklich Wetter für die Drohne. Nass mögen die eigentlich nicht so gerne. Aber gerade keine Fähre in Sicht. Die 66 kommt, aber die hält hier ja nicht. Ob am Wochenende jetzt noch ein 400-Meter-Containerschiff kommen soll, weiß ich gar nicht. Ich habe noch gar nicht drauf geguckt. Also ich glaube, Ever Ace ist da, Singapore Express ist da. Aber ob jetzt noch was kommt am Wochenende, müsste ich selber erstmal schauen. Da müsste ich selber schauen. Aber Samstag gibt es vielleicht was Neues. Kann ich schon mal so ein bisschen anteasern. Ich will noch nicht ins Detail gehen, weil da müssen wir auch noch so ein ganz bisschen was vorher testen. Aber vielleicht gibt es Samstag eine kleine Mini-Premiere. Nichts Großes jetzt, kein Riesending, aber ein bisschen was Neues im Stream. Was vielleicht noch mal das Ganze ein klein wenig aufwertet. Ich glaube, der hat zur Fähre gewunken.
Ja, danke, Tom. Die Einblendung mit den Schiffsdaten. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, da bin ich auch echt glücklich drüber, dass wir die Möglichkeit jetzt haben. Von dem lieben Iver, auch Schiffsspotter aus den Niederlanden. Oh, guck mal. Ja, komm, und jetzt tanzt den Namen MSC Loretta. Großartig. Ach, ich liebe es. Leute, also Schiffe ist ja immer schön, aber wenn die Menschen ins Spiel kommen, die Crew, finde ich, wird das Ganze noch mal ein bisschen toller. Ja, Quiz wird es auch bald wieder geben. Man muss ja auch alles immer so ein bisschen dosieren. Man kann ja nicht immer in jedem Stream alles abfeuern, was man hat. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Frequenz der MSC-Schiffe zugenommen hat. Also die hatten ja versprochen, dass sie anfangen, mehr Ladung nach Hamburg zu bringen. Nach diesem Deal mit der Hala, der ja durchaus umstritten ist. Aber ich habe echt das Gefühl, dass MSC ein bisschen die Schlagzahl erhöht hat. Ach guck mal, Tanja hat nochmal den Link zu dem Stream mit der Rettungsübung rausgesucht. Also wer das nicht mitbekommen hat, ich hatte das vorhin am Anfang erzählt, gestern war ich im Maricom in Elsfleth und habe ein Sea Survival Training gemacht und das war echt cool. Also das, was wir in dem Livestream da gesehen haben vor ein paar Monaten, das habe ich selber gemacht. Mit Überlebensanzug da in dem Becken, in Rettungsinsel, Klettern, Hubschrauber, Hochwinschen und so weiter und so fort. Hat richtig Spaß gemacht, also hat auch richtig was gebracht. Also danach dachte ich mir, Mensch, das ist echt eine coole Sache, sowas. Also man sollte eigentlich hin und wieder irgendwelche Kurse machen, die einen irgendwie so ein bisschen weiterbringen. Es ist, ich weiß nicht, aber es ist irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man eine Kleinigkeit gelernt hat. Gerade in meinem Alter. Der Reini ist jetzt auch seit 17 Monaten dabei. Sagt Moin aus Oelde. Dirk Bütow, 2 Euro Superchat. Die Habeljungs legen gleich ab zum Sundown. Ja, ihr mit eurem Sundowner. Aber genießt ihn. Ich gönn's euch. Ralf schickt nochmal 5 Euro Superchat. Gebt der Schwester Hansen ein Piccolo. Das machen wir. Das machen wir. Kriegt sie jede Menge. Jede Menge kriegt sie. The Jack. Herzlich willkommen an Bord. Danke für deinen Prime Sub. Und Thomsen78. Auch an dich ein dickes Dankeschön für das Prime Sub. Terrorzicke ist im 5. Monat dabei. Auch mit dem Prime Sub. Und dann der Hessenblitz verschenken 5er-Pack Mitgliedschaften auf YouTube. Und Schönheit schließt sich an. Auch nochmal eine Mitgliedschaft. Dankeschön, ihr Lieben. Ihr seid echt sensationell. Ja, Janik, die Santa Rosa, die sollte eigentlich ursprünglich heute zusammen mit der Loretta ankommen.
Und die haben sie dann aber leider ein bisschen nach hinten verschoben. Die stand also auch ursprünglich mal auf 19 Uhr fest. Habe ich mich echt drauf gefreut, weil ich glaube, die Santa Rosa ist nämlich noch Hamburg-Süd-Lackierung. Aber die wird jetzt brauchen. Die ist jetzt, ich glaube, die steht jetzt auf 23 Uhr fest. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Loretta, geht die eigentlich zum CTB? Ich glaube ja, oder? Oh, Bernd fragt, ob er mit 77 Jahren der älteste Hamburg-Hafen-Live-Fan hier ist. Bernd, ich glaube, da bist du gar nicht der Älteste. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da durchaus auch noch ältere Semester haben. Ich weiß nicht genau, welche Schiffe noch die Hamburg-Süd-Lackierung haben. Es sind nicht mehr viele. Irgendwer hatte mal geschrieben, dass es wohl noch 3 oder 4 Stück sind, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie man das nachgucken kann. So, und hier nochmal extra nur für den Matthias. Legen die vielleicht am Athabasca an? Ich kann das gerade schwer einschätzen. Ja, ja, Gerhard, ganz genau. Hier müssen wir bei Rainer Rainer müsste mal ein bisschen nerven, dass er zu YouTube kommt. Aber ich glaube, der hat Angst vor dem YouTube-Chat. Aber beim Hafengeburtstag ist er da. Hafengeburtstag wird wild, Leute. Das wird echt eine wilde Geschichte. Ich habe ein bisschen Angst davor. Das heißt Angst. Also eine ordentliche Mischung aus Angst und Respekt. Oh, Altona meldet keinen Nebel. Altona ist doch gar nicht so weit. Ich kann es aber nicht mehr sehen. Oh, Kevin, ja, das ist lieb, dass du dich bedankst. Da musst du auch noch mal Tanja danken. Die ist ja für die Post zuständig und dass die immer zeitig rausgeht. Aber auf jeden Fall dir auch noch mal nachträglich einen schönen Geburtstag, ein Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist in der Tat so nebelig. Also gemütlich geht ganz anders. Aber mit der MSC Loretta ist hier auch verkehrsmäßig Feierabend. Also viel mehr tut sich hier nicht. Wir gucken uns jetzt noch an, wie die anlegt. Denn ich glaube, die geht hier an Athabasca, wenn ich das richtig sehe.
Nachher zu Hause muss ich wieder alles trockenlegen. Aber meine liebe Frau hat mir ja so ein super Zauberhandtuch mitgegeben. So aus Mikrofaser. Ne? Das ist so ein kleiner, so ein Mini-Fetzen, der aber irgendwie 80 Liter saugt. Nee, es regnet in Hamburg nicht, Anja. Es ist, das ist halt im Prinzip so Nebelbildung. Ne? Ich glaube, das kommt, wenn die Temperatur relativ nah am Taupunkt ist. Ich weiß nicht, wo aktuell der Taupunkt liegt, aber ich glaube, der liegt so um die 10 Grad und wir haben so 11 Grad. Und ich glaube, dann bilden sich halt hier so diese Wassernebeltröpfchen, wodurch halt auch alles feucht wird, ne? Also ganze Equipment und so weiter. Aber Regen in dem Sinne ist das nicht. Ja, MSC Loretta geht an den Athabasca Kai. Athabasca Kai, das ist da auf der rechten Seite der Anleger. Diana, ich habe das eben schon mal gesagt, Wismar und die Disney, das klappt einfach nicht, weil das standorttechnisch ganz schwierig ist. Ich habe sogar im Radio gehört, dass die den alten Hafen in Wismar abgesperrt haben, weil die Angst haben, dass da für die Disney ein riesen Menschenauflauf ist. Und deshalb wollen sie da nach Möglichkeit gar nicht so viele Leute ranlassen. Ja, und deshalb ist das für mich halt standorttechnisch leider sehr, sehr schwierig. Und ja, deshalb fällt das leider aus. Hätte ich gerne gemacht. Hätte ich echt gerne mir angeguckt. Aber dafür haben wir Samstag dann hier vielleicht was anderes, Kleines, Neues. Nichts Wildes, nichts mega Wildes, aber Diana, kein Problem. Ist ja ganz normal, dass immer wieder Leute in den Stream reinkommen und nicht alles von Anfang an mitbekommen haben. Ich weiß auch nicht, wie man damit am besten umgeht, aber ich glaube, man darf sich einfach nicht zu schade sein, auch die Fragen 5-mal zu beantworten. Und ansonsten hilft der Chat ja auch immer ein bisschen mit. Mir hat letztens jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hat mir erzählt, dass er einen Streamer kennt, der aufgehört hat, der keinen Bock mehr hatte, weil er keine Lust mehr hatte, alle Fragen immer wieder zu beantworten. Also der war einfach genervt davon, dass immer wieder die gleichen Fragen kamen. Und dann hat er hingeschmissen und gesagt, nee, mach ich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr darauf. Immer das Gleiche hier, immer die gleichen Fragen. Nee. Das ist halt so, ne? Das ist ganz normal. Es kommen immer wieder Zuschauer dazu und da muss man halt teilweise auch immer wieder von vorne anfangen. Tschüss, ihr Lieben!
Svenny wünscht schönes Osterfest. Danke dir nochmal für 2 Euro Superchat. Und der Tigerbändiger lässt nochmal einen Prime-Sub da im 6. Monat. Danke, ihr Lieben. Ja, das war es auf jeden Fall hier mit Schiffsverkehr. Also ist nicht so üppig heute, aber ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen ungemütlich. Morgen soll es auch nicht viel besser werden. Also ich denke mal, die Chance auf den Stream ist morgen nicht so wahnsinnig groß, aber dafür wollen wir dann Samstag ein bisschen Gas geben. Da soll das Wetter ja etwas besser werden. Mal schauen, ob die Singapore Express rausgeht. Das steht aktuell auf 14 Uhr. Vielleicht machen wir sogar 2 Streams. 14 Uhr Singapore Express, 18 Uhr AIDA oder 17 Uhr. Mal gucken, wann die raus wollen. Ihr wisst ja, das kann ich vorher immer alles nicht versprechen, aber dafür haben wir ja die tolle WhatsApp, den WhatsApp-Kanal. Jutta, danke dir, auch nochmal 5 Euro. Löwe fragt, ob ich schon mal bei einer Containerversteigerung mitgemacht habe. Nee, fände ich in der Tat aber mal ganz cool. Ich glaube aber nicht, dass ich die Eier hätte, auf so einen Container mitzusteigern. Ich weiß auch gar nicht, ist das... ich habe da schon lange nichts mehr von gehört. Ist das regelmäßig? Wenn, dann müsste das doch irgendwie der Zoll machen, oder? So Containerversteigerungen? Ich glaube ja. Dirk schickt nochmal 5 Euro Trinkgeld. Dirk aus Mittelhessen, herzlichen Dank und grüßt mit schönen Feiertagen oder wünscht schöne Feiertagen. Ja, da die Loretta auch gleich schon an der Pier. Aber eins muss ich ja auch mal sagen, das ganze Equipment hier, also egal ob jetzt Kameras oder auch Laptop, Bildmischer und so weiter, also was das jetzt in der Zeit, wo wir Hamburg Hafen Live machen, schon an Wetter ausgehalten hat, wie nass das alles schon geworden ist und so. Also ich muss sagen, echt Hut ab. Man ist immer irgendwie so, man ist mal sehr vorsichtig, man möchte natürlich immer sein Equipment pflegen, möchte immer, dass das nach Möglichkeit nicht irgendwie Wind und Wetter ausgesetzt ist. Aber die ganzen Gerätschaften, die können doch echt deutlich mehr ab, als man immer so denkt. Also schon echt gutes Zeug teilweise. Also da bin ich echt begeistert, wie gut das so funktioniert. Beschrei es nicht, Paddy. Ja, klar, gleich macht es einmal klack und dann ist der Stream weg, ne? Ja, Mensch, ihr Lieben. Dann gucken wir uns doch hier zum Ausklang nochmal die John Masco an. Also, ihr Lieben, ich verabschiede mich schon mal. Es ist ein bisschen ungemütlich. Ich fand es trotzdem super schön, dass ihr alle dabei wart. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das Steffen lässt noch mal einen Euro da. Danke dir. Also mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Es ist auch immer schön, ein bisschen rauszukommen, statt einfach nur in einer Bude zu hocken. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich meinen Hintern hochbekommen habe und mich hier in den Hafen geschoben habe. Gleich erwartet mich wahrscheinlich eine wunderbare A7. Mal schauen, wie es da verkehrstechnisch aussieht. Oh Gott, da ist bestimmt Chaos jetzt. Aber das Gute ist, dass ich ja erst sehr spät, also schon ziemlich dicht vorm Elbtunnel drauf fahre.
Ja. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, was steht da? Ich werde das mal weiterleiten. Ach so, der Heiko hatte gefragt, ob man das Overlay mit den Schiffsdaten woanders hinpacken kann, wegen dem Chat am Fernseher. Heiko, das Problem ist, irgendwo müssen wir die ganzen Sachen unterbringen auf dem Bildschirm. Und da müssen wir halt links und rechts ausnutzen. Eigentlich ist es viel einfacher, wenn du auf dem Fernseher den Chat gar nicht mitlaufen lässt und ihn dann irgendwie auf dem Handy oder so parallel hast. Dann hast du nämlich das komplette Bild und kannst das genießen. Also ich würde es schade finden, wenn man halt jetzt sagt, die ganze rechte Seite vom Bild können wir nicht mitnutzen für Einblendungen, Bild in Bild und so weiter, weil da der Chat auf dem Fernseher läuft. Aber auf jeden Fall danke für das Feedback. Wer weiß. Also wer weiß, wo sich das Ganze hin entwickelt. Charlene lässt auch nochmal 10 Euro da. Charlene, Dankeschön und sie wünscht ein schönes Osterwochenende. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben. Ach, guck mal, was haben wir denn da noch Kleines? Boah, ist das hier eine Suppe mittlerweile. Da haben wir noch den Bunkerservice 12. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich mache jetzt ein bisschen Mimimi, heule ein bisschen rum, weil das Wetter so doof ist. Packe meine Sachen zusammen, werde nach Hause fahren und mich dann noch ein bisschen aufs Sofa legen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein ganz tolles Osterwochenende. Ich hoffe, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ich hoffe, dass das Samstag alles klappt, wettermäßig. Und nur morgen so ein Schmuddeltag wird. Und dann sage ich mal, schöne Ostern. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.